Informationen lassen sich zwischen OneNote und Outlook in beiden Richtungen sehr gut verknüpfen. So könnt ihr von beiden Seiten auf Änderungen und Anpassungen auf der jeweils anderen Seite direkt zugreifen und so die Informationen in ihrem Kontext besser verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wir schauen uns jetzt die Verknüpfungen immer einmal von der OneNote-Seite und einmal von der Outlook-Seite her an und werden da auf Aufgaben, Termine, Kontakte und E-Mails eingehen. Auf Notizen nicht, weil Notizen ganz anders verknüpft werden, nämlich über den Feed in OneNote. Und dazu gibt es ein eigenes Video, das habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Grundsätzlich könnte man die Verknüpfung sozusagen manuell machen, so wie ich das in dem Video zu den Hyperlinks in OneNote schon gezeigt habe. Man geht in einen Absatz in OneNote, drückt die rechte Maustaste, wählt den Befehl Link zu Absatz kopieren, wechselt dann in Outlook, macht da eine neue Aufgabe, klickt in den Textbereich, Steuerung einfügen und dann hat man hier die Verknüpfung zu OneNote. Also das heißt, wenn ich jetzt hier anklicke, springe ich direkt in den Absatz in OneNote. Nur von hier komme ich jetzt nicht wieder zu Outlook. Und dadurch ist es relativ umständlich, das in beide Richtungen zu machen. Und es sind relativ viele Schritte notwendig. Und das geht deutlich leichter. Ich mache mal die Aufgabe, die ich da gerade angelegt hatte, wieder zu. Wenn ihr in OneNote seid und ihr möchtet aus einem Absatz eine Aufgabe in Outlook machen, dann habt ihr dafür hier die Fahne Outlook-Aufgaben. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr die Möglichkeit von heute bis benutzerdefiniert alles zu verwenden. Ich nehme jetzt mal benutzerdefiniert, weil man da am besten sieht, was passiert. Ich klicke da drauf. Jetzt wird in Outlook eine Aufgabe angelegt und der Betreff entspricht dem Text hier in OneNote, den der Absatz hat. Und ihr seht, hier unten ist ein Link dran. Wenn ich auf den draufklicke, dann komme ich direkt in OneNote zu diesem Absatz. Und wenn ich in OneNote bin, in diesem Absatz, und ich klicke wieder auf Outlook-Aufgaben und dann Aufgabe in Outlook öffnen, dann springe ich wieder in die Aufgabe in Outlook. Und so habt ihr die Verknüpfung in beiden Richtungen. Man könnte hier auch über die Schaltfläche OneNote zu der Aufgabe in OneNote kommen. Also hier in Outlook gibt es jetzt im Moment zwei Möglichkeiten. Ich schließe das mal und speichere es. Wenn ihr später diese Aufgabe zum Beispiel hier löschen wollt, habt ihr wieder den Knopf Aufgaben, Outlook-Aufgaben, Outlook-Aufgabe löschen. Wenn wir uns das jetzt mal von der Outlook-Seite her anschauen, ich wechsle also in Outlook, ich mache eine neue Aufgabe, die nenne ich, sagen wir mal, Beispiel und schreibe hier unten etwas in den Text und vielleicht mache ich auch noch ein Fälligkeitsdatum und andere Dinge hinein. Und jetzt klicke ich hier auf die Schaltfläche Aktionen OneNote, um damit praktisch diese Aufgabe nach OneNote zu übergeben. Dann seht ihr erstmal, die muss gespeichert werden. Deshalb ist es sehr praktisch, wenn ihr das mehr anwenden wollt, dass ihr hier oben die Schnellzugriffsleiste habt und da das Speichern-Symbol, sodass ihr hier auf Speichern klicken könnt und dann auf OneNote. Und jetzt möchte OneNote wissen, wohin soll denn diese Aufgabe übernommen werden. Ich nehme jetzt mal mein Notizbuch und da Beispiele, das ist der Abschnitt, in dem wir gerade auch schon waren. Bestätige mit OK. Und jetzt seht ihr, wird eine neue Seite angelegt. Die hat den Titel, den auch meine Aufgabe als Titel hat und hat hier auch so eine Fahne mit dabei. Leider wird der Textinhalt nicht mit übernommen, Fälligkeitsdatum und sowas auch nicht. Wenn ich jetzt hier auf Outlook Aufgaben klicke, dann seht ihr, ich gehe nochmal in den Absatz, also ich muss in dem Absatz stehen, wenn ihr hier draufklickt, dann habt ihr wieder die volle Auswahl. Manchmal kommt es vor, wenn man direkt hier auf die Auswahl klickt, nachdem man die Aufgabe übergeben hat, dass alles grau ist, außer dem Outlook-Aufgabe löschen. Dann klickt ihr einfach mal auf eine andere Seite, wieder auf die Seite, in der ihr wart, geht hier in den Titel und dann habt ihr die gesamte Auswahl. Und jetzt könnt ihr von hier wieder die Aufgabe in Outlook öffnen. Der Unterschied in Outlook ist jetzt, dass hier der Link fehlt, um damit nach OneNote zu springen. Aber was es weiterhin gibt, ist der Knopf hier, über den ihr direkt auf die Seite
in OneNote kommt. Also das Einzige, was hier schade ist, ist, dass die Inhalte der Aufgabe nicht mit nach OneNote übernommen werden. Wenn wir uns das Ganze mal für die Termine oder für Besprechungen anschauen, da starten wir mal in Outlook. Ich mache die Aufgabe hier noch zu. Starten wir in Outlook, gehen in den Kalender. Ich habe hier eine Besprechung, die mache ich mal auf. Und dort gibt es jetzt den Knopf Besprechungen, Besprechungsnotizen, Besprechungsnotizen. Und wenn ich da draufklicke, bekomme ich eine Auswahl. Notizen für die Besprechung freigeben oder eigene Notizen erstellen. Genau genommen kann man hier keine Notizen freigeben. Man kann, wenn überhaupt, ganze Notizbücher freigeben. Das will man aber meistens nicht. Aber ich zeige euch mal ein paar Unterschiede hier. Ich habe den Dialog, der jetzt hier erscheint, hier unten mal reinkopiert, dass wir uns die in Ruhe anschauen können. Und das eine wäre also dieses Notizen freigeben und das andere eigene Notizen erstellen. Und ihr seht, die sind im Prinzip gleich aufgebaut. Da steht hier auch sehr schön dabei, nur Personen, die Zugriff auf das Notizbuch besitzen, können die Notizen auch verwenden. Und die Frage wäre also, können die Leute auf diese entsprechenden Notizbücher zugreifen? Wenn euch dazu mehr interessiert, ich habe euch in der Infokarte ein Video verlinkt zum Ablageort, weil der sehr wichtig ist für den Zugriff anderer und eins auch noch zur Freigabe von Notizbüchern. Man kann, wenn man diesen Punkt wählt, Besprechung freigeben, dann kann man hier auch ein neues Notizbuch anlegen und man kann auch überprüfen, wer auf das Notizbuch zugreifen kann. Aber im Prinzip ist der Weg, ich lege jetzt diese Besprechung als Seite in einem Notizbuch an. Und das machen wir mal, Besprechungsnotizen, Notizbuch für Besprechung freigeben. Also wie gesagt, das ist keine Freigabe, sondern nur das Anlegen einer Seite. Ich wähle mir jetzt ein Notizbuch aus, nämlich das Notizbuch für die Einführung des LMS und dort einen Abschnitt, Teilprojekt Schulung, weil ich weiß, dass diese 3 Personen mit mir gemeinsam dort Zugriff haben. Dann bestätige ich mit OK und damit wird jetzt eine Seite in dem Notizbuch angelegt. Ich wechsle mal in das Notizbuch, Teilprojekt Schulung, Teammeeting und ihr seht, das ist das, was jetzt aus Outlook kommt. Und in Outlook, wenn man ein bisschen nach oben blättert, seht ihr hier Besprechungsnotiz anzeigen. Kommen wir direkt zu OneNote in diese Seite. Und wenn ich hier auf Web klicke, dann wird der Browser aufgemacht und dann komme ich auch in das Notizbuch und auch auf die Seite, aber eben in OneNote fürs Web. Was hier sehr schön gemacht ist, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, die Einladungsnachricht zu erweitern. Da können wir sehen, was hier alles drin steht. Die können wir aber auch reduzieren. Es gibt auch die Möglichkeit, den Inhalt zu reduzieren oder zu erweitern. Und ihr habt auch die Möglichkeit, und das finde ich ganz genial, ihr könnt sagen, die Person und diese Person waren dabei. Sodass ihr dann nachher auch noch eine Teilnehmerliste habt und dann könnt ihr hier euer Protokoll mitschreiben. Oder ihr kopiert euch noch eine Tabelle fürs Protokoll hier hinein. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da werde ich auch mal noch genauer drauf eingehen, wie das mit Besprechungsnotizen möglichst gut funktioniert. Ja, also das war der Weg hier. Und von Outlook aus kommt ihr darüber wieder zu den Besprechungsnotizen. Hierüber kommt ihr zu den Besprechungsnotizen. Ja, werdet ihr gefragt, wollt ihr dorthin? Ihr könntet hier auch diese Verknüpfung entfernen. Ich möchte jetzt aber nochmal dorthin. Ja, also das wären so die Wege. Ähnlich wäre es von OneNote aus. Ihr könnt eine neue Seite einfügen und in der neuen Seite dann sagen, ich möchte jetzt hier Besprechungsdetails aufnehmen. Dann kriegt ihr einen Vorschlag für die Besprechungen heute. Ihr könnt aber auch Besprechungen eines anderen Tags auswählen. Jetzt wird für Sonntag, 12. Dezember vorgeschlagen. Und ich kann jetzt hier blättern auf andere Tage und kann dann auch von dort einen Eintrag aufnehmen. Ich nehme jetzt nochmal den wir gerade schon hatten. Details einfügen. Und dann seht ihr, das, was eingefügt wird, ist im Prinzip dasselbe. Stimmt nicht ganz. Ihr seht, hier ist noch ein Link zum Outlook-Element dabei. Da klicke ich drauf und dann bin ich in dem Outlook-Element.
Und wenn ihr das in der ersten Variante versucht, dann fehlt das hier. Das heißt, an dieser Stelle würde ich euch empfehlen, verknüpft nicht von Outlook nach OneNote, sondern holt euch in OneNote über die Besprechungsdetails die Inhalte der Besprechung hier herein. Wir haben jetzt also gesehen, wie das mit Aufgaben ist. Wir haben gesehen, wie das mit Terminen oder Besprechungen ist. Und im Prinzip ganz ähnlich funktioniert es mit Kontakten, also mit Personen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr in Outlook seid, ihr seid in den Kontakten, ihr macht einen Kontakt auf und wählt jetzt hier unter Kontakt OneNote. Dann könnt ihr wieder entscheiden, wo soll der Kontakt hin. Bestätigt mit OK. Es wird eine neue Seite eingefügt mit dem Namen des Kontakts und ihr habt hier die Möglichkeit, jetzt auf die Daten zuzugreifen oder auch über Verknüpfung mit Outlook-Element zu diesem Kontakt zu springen und aus dem Kontakt über die Schaltfläche OneNote nach OneNote zu springen. Diese Möglichkeit, die Verknüpfung einzurichten, gibt es nur in Outlook im Kontakt. Die gibt es nicht in OneNote. Also sowas wie hier Aufgaben, Outlook-Aufgaben oder Besprechungsdetails. Von dieser Seite her gibt es nicht die Möglichkeit, die Kontakte hier mit reinzuholen. Dann noch zu den E-Mails, wenn ihr in Outlook seid. Ihr seid in einer E-Mail, macht die vielleicht auch auf. Dann gibt es hier unter Nachricht verschieben den Knopf OneNote. Ihr kennt es jetzt schon, der Ablauf ist immer derselbe. Ich wähle wieder das Teilprojekt Schulung, bestätige mit OK und dann wird in dem Notizbuch eine neue Seite gemacht mit dem Titel der E-Mail. Und ihr seht jetzt, hier ist sozusagen der Nachrichtenkopf dabei und dann der Inhalt. Grafiken werden manchmal nicht ganz so übernommen, wie das sein sollte. Und ihr seht, ihr habt hier keine Möglichkeit, jetzt von hier wieder nach Outlook zu springen. In Outlook allerdings, in der E-Mail, könnt ihr sehr wohl über den Knopf OneNote die E-Mail neu verknüpfen. Aber ihr kommt auch hier nicht wieder zu der Seite, die ihr schon verknüpft hattet. Also ihr seht, bei Aufgaben ist es sehr weit ausgereift, bei Besprechungen ist es auch schon relativ weit, bei Kontakten schon ein bisschen weniger und bei E-Mails noch weniger. Da gibt es noch einen kleinen Tipp, den möchte ich euch dann mal in einem Quick-Tipp zeigen. Vielleicht hilft euch das, wenn ihr mit E-Mails umgeht, dann auch noch weiter. Ja, soweit für heute die Verknüpfungen zwischen OneNote und Outlook, die standardisiert sind, die sich mit Knopfdruck aufrufen lassen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr davon schon intensiv einsetzt, wo vielleicht auch aus eurer Sicht noch Haken sind. Das war jetzt einfach erstmal so der Einstieg, dass ihr ein bisschen die Zusammenhänge kennt und dann schauen wir uns in weiteren Videos eure weiteren Fragen an. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und vor allem, das wäre meine Bitte, teilt dieses Video auch mit anderen, genauso wie die anderen Videos auch. Und dann bleibt mir nur noch für heute vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und auch Erfolg beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.